So, und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu dem dritten Part meiner Formel 1 Karriere, oder soll ich ja sagen, Daniel Ricciardos Formel 1 Karriere. Ja, wir sind auf Platz 8 der Fahrer-WM mit 10 Punkten. Ja, ist jetzt nicht so die Top-Ausbeute aus zwei Rennen, aber der Red Bull war nun mal in den letzten Rennen nicht wirklich das Auto, womit man was reißen konnte. Ich hoffe ja, dass man irgendwie in China mehr reißen kann, aber ich glaube, in Bahrain kann man eher noch mehr reißen, weil Bahrain ist einer meiner Strecke, wo ich sage, ja, die mag ich richtig. Ich weiß allerdings nicht, wie der Red Bull da liegt. Er sollte eigentlich gut liegen, zumindest im zweiten Sektor, weil da ja einige Kurven sind nun mal. Und ja, in China müssen wir auch das Tempo bzw. die Zeit im zweiten Sektor rausholen, weil der erste Sektor, ja, da werden die Mercedes vielleicht, glaube ich, trotzdem vorne sein. Welcome to the Shanghai International Circuit for today's practice session. The time is just before 10 in the morning and we should soon be seeing the first cars leaving the garages. This is a popular location for many of the teams. The circuit is extremely demanding for both the drivers and the cars, and that makes it a very exciting place to race. It's certainly a track that's liked by the drivers, providing a good set of challenges when racing. It has two long straights that allow for great overtaking opportunities and a very complex 360-degree right-hand corner combination just after the start-finish line. It's a circuit that really has a bit of everything. Max Verstappen was a record breaker at the Australian Grand Prix by becoming the youngest ever F1 driver to take to the grid. He beat Jaime Alguersuari's previous record of 19 years and 125 days. It shows the great potential that they believe Max has to promote him so early. I'm sure he'll be eager to repay their faith out on the track. Ja, wo ich denke, ja, wir müssen zur Zeit nochmal im zweiten Sektor holen. Da da halt da mehr Kurven sind und der Red Bull nun mal die beste Kurven der Aerodynamik hat. Allerdings fehlt uns natürlich Leistung auf der langen Geraden, das heißt, im dritten Sektor werden wir wahrscheinlich keine Zeit raus, sondern werden wir wahrscheinlich die meiste Zeit verlieren. Und das kommt auch zu sagen, ja, der erste Sektor, ja, das könnte so, da werden wir wahrscheinlich nicht viel Zeit verlieren, aber werden wir Zeit verlieren. Dann sehen wir mal hier meine schnellste Runde. Da wird es mal knapp mit Vettel, allerdings schaffen wir das hier locker easy. Und die erste Kurve wird so im zweiten Gang gefahren. Dann muss man jetzt hier ganz doll aufpassen, dass das Heck nicht rumkommt beim Rausbeschleunigen. Weil da haben wir schon einige Abflüge gesehen in den letzten Jahren. Ja, das war das Ziel ich glaube für das Qualifying das Ziel Platz 8. Und hier war es auch, ich bin jetzt hier schon auf dem Prime-Reifen unterwegs. Und wir mal gucken, was ich darauf schaffe. Also eine 1,40 war das Ziel, weil ich weiß, die Mercedes fahren in eine 1,38. Also, das sollte schon irgendwie klappen. Und ja, wie ich es eben schon gemerkt habe, ich habe die englische Sprachfunktion reingemoddet. Das war auch so ziemlich der einzige Mod, den ich bisher drin habe, weil irgendwie scheint das Spiel für die Modder nicht ansprechend zu sein, beziehungsweise nicht modbar zu sein. Denn man findet kaum Mods. Das ist so unglaublich. Also muss man hier auf der langen Geraden mal gucken, was man so erreicht. Wir erreichen hier 338, ja, damit kann man was machen. Bloß dann erreichen die Mercedes hier 340, 350. Das ist dann auch schon wieder ein Überschuss für die nächsten. Okay, den erreiche ich nicht mal mit DRS. Ja, ein 1,43, das ist unser Soll. Platz 6. Nehme ich auch fürs Rennen als Startposition, als E-Position. Oh, Entschuldigung. Welcome to qualifying here at the Shanghai International Circuit in China. This 5.45-kilometer track is going to provide us with some thrilling twists and turns within the next hour. One of the big changes on this year's grid is Fernando Alonso, who's left Ferrari and is now back with McLaren. Many people would never have thought Fernando would go back to McLaren after the volatile year he spent there in 2007. But back he is, and he'll be wanting to make the most of their renewed partnership with Honda. The driver is faster behind you. Let him through or pick up the pace.
hinter mir kein Auto ist, aber das ignorieren wir jetzt nicht. If the positions stay the same as they are now, we'll be on the third row of the grid tomorrow. Höhe 5, total geil. Will ich sofort nehmen. Aber wir sind hier nochmal auf einer, glaube ich, etwas schnelleren Runde. Uiuiui. Ich glaube, so die schnellste Runde am gesamten Wochenende. Und auch hier sind wir quergeschnitten. Das ist einfach unglaublich. Diese Red Bull hat keine Traktion auf den Hinterachse. Aber wir haben es auch ausgesucht, deswegen werden wir das jetzt auch bis zum Saisonende durchfahren. Ich hoffe, dass ich irgendwo nochmal einen Sieg einholen kann. Das wäre echt nochmal so ein i-Tüpfelchen. Ein Highlight. Ein Podium wäre erstmal das, was ich erreichen möchte in der Saison. Also 1 auf jeden Fall. Und dann mal gucken. Ich glaube, in Spanien und Bahrain sind wir da nicht schlecht aufgestellt. Aber das werden wir sehen. Jetzt erstmal zu der Runde. Die sah bisher eigentlich gut aus, nicht perfekt, aber allerdings sehr, sehr gut für Red Bull-Verhältnisse. Jetzt kommt jetzt hier noch so ein bisschen Windschatten von dem sauber erhascht. Ich sehe es nicht bei meinem Preview-Fenster. Ja, das müsste Eriksen sein. Ja, Eriksen. Ja, wir quer schon aus der Spitzkehre raus, das ist noch nicht wahr. Es ist eine 38,9, haben uns nochmal verbessert. Und ja, hier haben wir einen schwarzen Bildschirm, das ist so irgendwie so ein kleiner Bug mittlerweile. Aber den ignorieren wir einfach mal. Ich wollte das mal zeigen. Mighty qualifying performance from Mercedes today, with both cars on the front row for the race tomorrow. Well, it's going to be an interesting race towards the first corner tomorrow, because whoever leads into turn 2 will be in a very strong position to go on and win. Ja, P7 nicht so überragend, aber was soll man machen? Der stärkste Renault-Fahrer, von daher. It's now time to sit back and relax and enjoy the show. It's time for the Chinese Grand Prix here in Shanghai. With over 30 P1s to his name, Lewis Hamilton's already one of the most successful pole sitters in Formula One history. Well, he's added to that impressive tally this weekend, and today he'll be hoping he can add another win to his record as well. There are a lot of variables that can cause a driver to be happy with the car one day to struggling with it the next. Track temperature, excessive tyre wear, or a change of fuel load can all affect the feel of a car. He'll definitely be hoping that when the race gets underway, he's got the same balance as he enjoyed in qualifying. It was a good win last time out for Lewis Hamilton, who will still be feeling buoyant going into today's race. He knows he's got the beating of the rest of the field as long as he doesn't hit any reliability issues with his Mercedes. Well, Lewis can beat anyone on his day. His pace has been second to none at times. He just has a knack of finding those extra tenths which others can't. I'm expecting him to be particularly strong at the end of the stints today. Minuten soll das Rennen dauern und eine 2-Stop. Also ich denke, wir werden wieder im mittleren Stint den harten Reifen fahren und dann wird am Schluss mal eine kleine aggressive Note setzen mit dem weichen Reifen. Ja, dann lass uns mal loslegen. Try for fourth place or higher in today's race. Oben rechts seht ihr jetzt auch nochmal den Start. Oh, ganz schön viel Wheelspin. Von ihm jetzt einige Positionen. Können wir die eventuell außenrum gut machen? Wir scheinen deutlich schneller zu sein als Grosjean. Den schaffen wir auch noch. Und jetzt ist Massa vor uns. Aber der scheint nicht mehr knackbar zu sein. Nein, den kriegen wir nicht mehr. Einfach eine bessere Traktion und ja. Schade. Das war die beste Chance, hier vorne noch irgendwie einzuholen. Mit dem Replay, wie Vettel sich da vorne Hamilton holt. Ja, und das war der Führungswechsel für ihn. Nee, doch nicht Führungswechsel, das ist Rosberg. Vettel hat sich Platz 3 geholt. Rosberg versucht dran zu bleiben, schafft es aber nicht.
ist hier Vektor und jetzt sehen wir nochmal, wie Grosjean hinter mir her ist. Großbild meine Kamera und rechts seine kleine. Da komme ich halt schon weit raus. Nicht ganz so optimal und ich habe echt Probleme, da irgendwie was zu beißen. Dann sehen wir ihn rechts einfach nur vorbeiziehen. Das ist echt brutal. Ich versuche nochmal außen rum, aber nichts. Da schaffe ich einfach nichts. Wieder sogar noch einige Positionen. Und auch wenn das Nasre mich nicht auch noch kriegt. Das sollte eigentlich kein Ding sein. Ich habe DRS, also kann mich halbwegs verteidigen. Versuche mich dann noch an Verstappen vorbeizuschieben. Aber das wird was? Ja, es wird was. Somit ist nur Grosjean vorbei. Schaka. Verstappen kontert aber nochmal und ist wieder vorbei. Was für ein Kampf. Und Nasre auch nochmal. Also dieser Move hat mich mehr Position gekostet als alles andere. Jetzt muss ich nochmal reinziehen. Nasre macht die Tür auf und wir sind vorbei. Und dann gibt es hier noch eine kleine Berührung. Und ja. Hier überholt mich Kwiat. Ich tippe ihn so ein bisschen an, weil er ein bisschen früh gebremst hat. Jetzt sehen wir hier Nasre, wie er mich wahrscheinlich attackieren wird. Er musste auch richtig korrigieren. Aus Hülkenberg sich jetzt mal das Gesamte. Ja, Nasre zieht an mir vorbei, als wäre nichts gewesen. Vor der DRS geraden. Ich versuche mir Windschatten zu snacken. Und das interessiert halt Hülkenberg überhaupt nicht, sein Mercedes-Motor. Aber wir können ihn dann nochmal innen durchstechen. Wir haben da aber zu viel Wheelspin. Ja, und somit sehen wir dann ganz nochmal aus unserer Sicht. Ich versuche mich dann innen nochmal vorbeizusetzen. Da gibt es eine kleine Berührung. War nicht ganz fair, aber mein Gott, man muss halt auch mal Zähne zeigen. Trotzdem bleibt er vorne, weil er DRS hat. Jetzt setzen wir uns nochmal an ihm vorbei oder auch nicht. Nein, wir kommen zu weit raus und da verlieren wir jetzt richtig nochmal Plätze, oder? Nein, Maldonado bleibt hinter uns. Hat er die Waldfee? Runde 5. Ich denke, kommt gleich Maldonado an uns vorbeigeschossen. Also wir sehen, wir haben echt Probleme. Wir haben halt 4-5 Runden wirklich auf diesen Reifen gefahren und dann kommen wir viel zu weit raus. Da ist Maldonado dann vorbei. Eriksen auch und Alonso ziehen uns vorbei, als wäre nichts gewesen. Sainz auch links jetzt neben uns. Vorbei und wir versuchen es mal reinzubremsen. Wir machen es aber vorsichtig. Ziehen dann nochmal an Sainz vorbei, aber es macht eigentlich keinen Sinn. Wir fahren hier auch nochmal in die Box. Gute Boxeinfahrt eigentlich. Abgesehen, dass wir ein bisschen quer stehen. Aber ja, unsere erste Box ist in Runde 5 schon. Ich glaube, wir sollten uns in Runde 7, 8 reinkommen. Dann natürlich die Primes aufziehen. 2,4 Sekunden ist ein ordentlicher Boxenstopp. Position 19. Ich weiß nicht, was Button da gemacht hat, aber wir kommen vor ihm anscheinend raus. Ja, und damit haben wir natürlich jetzt einen Stop mehr als alle anderen. Jetzt sind einige an der Box. Jetzt gucken wir, wie viele Positionen können wir uns holen. Das ist eine. Aber es ist Maldonado. Das war quasi ein direkter Konkurrent. Und Hülkenberg hier sehr langsam und dann können wir innen nochmal durchstechen. Also wir haben durch den frischen Reifen tatsächlich Vorteile gehabt. Und Mary, jetzt sehen wir einen Unterschied zwischen Red Bull und den Männer. Ich habe einfach viel mehr Grip und viel mehr Abtrieb als der. Also die können mir echt leid. Die tun mir echt leid. Steven ist jetzt der nächste. Auf dem Zielgeraden, da kommt jetzt. Jetzt kommt. Ich hoffe ein Doppel-Overtake. Ja, innen durch an Stevens vorbei und an Nasre auch. Und das war dann richtig gut gemacht. Da vorne ist Verstappen. Ja gut. Wieder sind einige an der Box. Ja, jetzt vor uns, unser Teamkollege, der hat uns überholt. Und wir können ihn jetzt auch wieder überholen. Das heißt, wir haben einige Positionen gut gemacht. Der frühe Boxenstopp hat sich also gelohnt, aber wenn wir halt einen Boxenstopp mehr machen müssen, ist es halt ein bisschen kritisch.
Das heißt, wir müssen auf den Reifen jetzt ordentlich lange fahren. of fuel now, so that's 60% remaining. Wir sind vom Fuel also auch relativ gut unterwegs. Und da kommt Nasre. Der schießt uns vorbei, als wäre nichts gewesen. Quiert ist der nächste. Aber Quiert kann uns nicht überholen. Wir verbremsen uns da richtig. Wir müssen wieder einen weiten Weg fahren. Quiert vorbei. Rechts neben uns ist jetzt Hülkenberg. Hülkenberg. Wir müssen wieder weit ausholen. Und jetzt greifen wir Quiert an. Schaffen wir es in der Kurve? Sollten wir eigentlich. The car behind is running on full revs, mix 3. He's Und going wir to können ihn knacken. Stehen hier quer, aber wir bleiben vor ihm. Das war wichtig, das war sehr wichtig. Okay, er versucht es jetzt nochmal, aber er schafft es wieder nicht. Oder etwa doch? Nein. Doch, er kommt hier vorbei. Ich glaub's nicht. Aber jetzt können wir ihn nochmal reinstechen und ja, wir bleiben vorne. Also es ist ein richtig schönes Duell. Platz 10, das war ein Punkt. Okay, looks like Das ist you're running minimal. some slightly worn rubber at this point. Should still have a fair amount of grip left, but be mindful, it's going to start falling away. Okay, remember to pit this lap. Da kommt Quiert. Und er überholt uns. Wir haben auch am Ende gar keine Chance mehr, ihn zu überholen. Hier sehen wir noch so eine Wiederholung. Oh. Da sieht man einfach, wie leicht das aussieht, wenn man Windschatten und DRS hat. Ich versuche es dann da nochmal. Komm, aber Quiert macht da echt gut die Tür zu. Wir stechen nochmal innen rein. Kommt mir nochmal so halb vorbei. Da gibt es nochmal eine kleine Berührung. Wir heben die Hand. Aus Frustration, aber Quiert bleibt vorne. Das heißt, es war kein guter Move von uns. Jetzt gehen wir mal in die Außenbahn. Die setzen uns jetzt daneben. Wir sind der linke Wagen, der äußere. Sind der jetzt. Ne, Entschuldigung, wir sind der innere. Oh, und da räumt uns Quiert jetzt ganz schön ab. Holla die Waldfee. Das war jetzt nicht die feine englische Art. Quiert jetzt sehr langsam. Hat seinen Schaden irgendwo. Wie langsam ist, sehen wir hier, weil wir haben gemütlich quasi noch gedreht und schnappen uns hier noch wieder in Turn 4. 1, 2, 3, ja, es müsste Turn 4 sein. Kilos remaining, that's 20 kilos. Jetzt Runde 16 fahren wir in die Box und jetzt hieß es halt, fahren wir einen Stint auf hart zu Ende oder holen wir jetzt halt nochmal einen Weichensatz und gehen dann zweimal rein. Ich habe mich dann halt für den Weichensatz entschieden, weil wir wollen zurück in die Punkte. Release, release. Sonst hätten wir am Ende wirklich einen richtig abgefahrenen Reifen gehabt und das wollte halt keiner. So, jetzt kommen wir raus auf P14. Ja, komm, wir fahren ein bisschen die weiße Linie, das war jetzt nicht mit Absicht. Cutting the corners. If you keep it up, the stewards will award you a penalty. Jetzt sind wieder einige in der Box, wir kommen auf P12 wieder. Thanks for your next stop. The window opens in 2 laps time. 2 laps. Also unser nächsten Stop. Hier wollen wir Maldonado einfach mal außen rum. Also als wäre nichts gewesen. Haben wir deutlich mehr Griff. Und Hülkenberg ist hier richtig langsam unterwegs. Okay, we're ready for you. Box this Boah, da stehen wir richtig klar und überholen. Also komisches Überholen, aber wir haben es geschafft. P10. That's P10. We're into the points. Ja, wir sind in den Punkten. Und
Da überholt uns Hülkenberg wieder. Das kann nicht angehen. Aber One of the Lotus drivers is about to pit. wir überholen ihn wieder. Jetzt sehen wir hier nochmal die Wiederholung aus Hülkenbergs Sicht von meinem Überholmanöver. Er steht auch wieder ordentlich quer. Man sieht immer nur im linken Seitenspiegel einen Red Bull anfliegen und quer dann vorbeihuschen. Aber jetzt weghalte ich die Mittel, ne? Your pit window is So, about es to sind close. wieder einige an der Box. P9. Also 2 Punkte. Es sind wieder welche an der Box. P8, das war Massa. Da ich mir Ziele habe ich gesagt, dann, wenn mich Massa kriegt, fahre ich in die Boxen. Das wäre jetzt gewesen, weil ich will mich ja in keinen Kampf verwickeln und wenn mein Reifen einfach zu durch. Jetzt haben wir den letzten Boxenstopp in Runde 23. Complete. Go now. Pit strategy complete. See these tires through to the end now. Oder wir uns Sainz nochmal attackieren. Wir versuchen es außenrum. Diven jetzt innen rein und sind vorbei. P10. Das heißt, wir haben schon mal einen Punkt. Jetzt ist nur Grosjean vor uns. Aber der war halt auch zu weit weg. Und somit ist es ein Punkt. Nicht das, was wir erhofft haben, aber Schadensbegrenzung betrieben nach dem Crash mit Quiert. Klar ist Daniel nicht glücklich, aber mein Gott. Ein Punkt ist nicht der Weltuntergang. What a day for Lewis Hamilton. It's another race win for the British driver. Paddy Lowe described it as one of his best drives in a Mercedes. He'll be hoping to produce more of the same next time around. It really was a great performance and one that I think will be remembered for a long time to come. After all that excitement, it's time for a lie down, I think. Thanks for joining us and goodbye until the next race. Ja, ich verabschiede mich jetzt auch. Bis zum nächsten Mal. Euer Hurricane.